Reisemutig präsentiert ein neues Abenteuer. In 15 Tagen mit dem eigenen Auto durch 4 Länder Mitteleuropas. Süddeutschland, Österreich, die Slowakei und Ungarn. Am ersten Tag brechen wir auf vom malerischen Bodensee und begeben uns durch die Voralpen nach Füssen. In der Nähe der charmanten Kleinstadt liegen einige weltberühmte Schätze, allen voran das Schloss Neuschwanstein. Die Eintrittskarten für dieses faszinierende Schloss sind äußerst begehrt und schnell ausverkauft. Ein Tipp von uns: Die Tickets sind 3 Monate vor Schlossführungstermin online erhältlich. Wir empfehlen sie sofort nach Verfügbarkeit zu erwerben. Angekommen im Schwangau bei Füssen auf einem der kostenpflichtigen Parkplätze, hoffen wir, dass auch ihr als Besucher in guter körperlicher Verfassung seid. Denn vor uns liegt ein 20-minütiger Fußmarsch nur bergauf. Alternativ werden Pferdekutschen oder ein Bustransfer angeboten. Jedoch müsst ihr dabei längere Wartezeiten einkalkulieren. Dabei war der Schöpfer des Schlosses, Ludwig II., ein begeisterter Wanderer. Und dieser Spaziergang auf einem gut ausgebauten Weg gewährt seinen Gästen einen kleinen Einblick in die Vergangenheit, als das Automobil noch nicht erfunden war. Während das eindrucksvolle Bauwerk immer näher rückt, steigt unsere Aufregung vor der bevorstehenden Schlossführung. Dennoch haben wir noch genug Zeit mitgebracht und können den kleinen Umweg zur romantischen Marienbrücke mit dem allseits bekannten Blick auf das Schloss in Ruhe genießen. Genau so hatte ich es mir vorgestellt. Von der Brücke aus können wir gemeinsam mit meiner geliebten Daria die traumhafte Aussicht auf die Perle Bayerns genießen, eingehüllt in die zauberhafte Ruhe des Ortes. Doch die Realität sieht anders aus. Schon beim Betreten der Brücke müssen wir unseren Überlebensinstinkt deaktivieren und uns mühsam durch die Menschenmengen kämpfen. Wir haben aber dennoch Glück, dass wir nach 16 Uhr gekommen sind und keine Warteschlange antrafen. Somit konnten wir die Brücke direkt betreten. Das ist das authentische Bild eines der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt. Schloss Neuschwanstein gilt als eines der bekanntesten Schlösser der Welt und symbolisiert Romantik und märchenhafte Architektur. Sein Schöpfer war König Ludwig II. Von Bayern, der von Burgen des Mittelalters sowie den Opern Richard Wagners inspiriert wurde, und errichtete es in einem neoromantischen Stil. Der Bau begann am 5. September 1869. Das Schloss wurde bis heute nicht vollendet, da der Bau im Jahr 1886 nach dem Tod Ludwigs eingestellt wurde. Obwohl das Schloss insgesamt etwa 200 Räume umfasst, wurden nur 15 fertiggestellt und können besichtigt werden. Das Schloss befindet sich oberhalb von Hohenschwangau bei Füssen im bayerischen Allgäu in Deutschland und thront auf einem Hügel etwa 965 Meter über dem Meeresspiegel.
Die Grundfläche des Schlosses beträgt etwa 6000 Quadratmeter. Und sein höchster Turm ist 65 Meter hoch. Klimatisch zeigt unser Feinstaubmessgerät an diesem Tag nicht die besten Werte. Die Baukosten beliefen sich auf etwa 6,2 Millionen Goldmark, umgerechnet mehr als 300 Millionen Euro. Finanziert wurde die Summe aus der Privatschatulle des Königs und dem Vermögen der Königsfamilie. Täglich arbeiten während der 16 Jahre Bauzeit zwischen 200 und 300 Arbeiter auf der Baustelle, wobei es zu Spitzenzeiten bis zu 600 waren. Schon 6 Wochen nach dem Tod Ludwigs II. Im Jahre 1886 wurde das Schloss für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute empfängt es etwa 1,5 Millionen Touristen pro Jahr. Es ist ein unangefochtenes Symbol für den Baustil der Romantik. Neuschwanstein diente als Inspirationsquelle für viele kreative Persönlichkeiten, darunter auch die Disney-Brüder. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens und seines Alters kämpfen die Restauratoren rund um die Uhr für seinen Erhalt. Das Schloss kann nur im Rahmen von Führungen besichtigt werden, die in mehreren Sprachen angeboten werden. Wo war das, ne? Während der Schlossbesichtigung ist es den Besuchern untersagt, Video- oder Bildaufnahmen zu machen. Die Fragen, die wir uns gestellt haben, lauten: Warum ist diese Schöpfung so einzigartig? Weshalb entstand sie an diesem Ort und zu dieser Zeit? Und wieso übt sie bis heute eine so faszinierende Anziehungskraft aus? Auch wenn euer Interesse an den geschichtlichen Hintergründen sich im Rahmen hält, gibt die Suche nach Ursache und Wirkung ein tieferes Verständnis für diese Zeit. Ludwig war ein Kind seiner Zeit. Heute würden wir ihn als erfolgreichen Influencer, mega gehypten Trendsetter und exzentrischen Mäzen bezeichnen. Geboren in besten Verhältnissen und gesegnet nicht nur mit Geld und Macht, galt er seinerzeit als der schönste Prinz mit exzellenter Bildung und einer feinfühligen Seele. Sein Weltbild veränderte sich rasant. Die industrielle Revolution und die Emanzipationsbewegung anstelle traditioneller Hierarchien. Auch die Schatten der Revolution bedrohte noch die absolutistische Monarchie. Die Lehre des Darwinismus hinterfragte die Schöpfungsgeschichte. Der Fortschritt begeisterte Ludwig, trieb ihn aber auch in die Kunstströmung der Romantik, die Ende des 18. Jahrhunderts aufkam und sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts erstreckte. Die Romantiker betonten die Emotionen, die Individualität, die Schönheit der Natur und waren die eingefleischten Pessimisten seiner Zeit. Sie zogen sich zurück von der modernen, realen Welt in ein Refugium aus Kunst, Musik und Poesie. Ludwigs größte Muse war Richard Wagner. Es wird geschätzt, dass Ludwig II. Beträchtliche Summen für die Unterstützung von Wagner aufgewendet hat, die in die Millionen gegangen sein könnten, wenn man sie in heutigen Werten betrachtet. Diese finanzielle Unterstützung trug entscheidend zur Verwirklichung von Wagners künstlerischen Visionen bei. Wir suchten nach Antworten, fanden aber umso mehr Fragen. Ludwig II. Von Bayern war und bleibt ein Mysterium. Fast wie diese Tür,
die offensichtlich ins Nirvana führt. Es geht weiter. Auf dem Plan stehen weitere atemberaubende Aussichten vom Festspielhaus Neuschwanstein. Abseits der ausgetretenen Pfade des Massentourismus ist es ein umso bezaubernderer Ort. Für diese Nacht haben wir in der netten Pension Taormina in Roßhaupten Halt gemacht. Unser Zimmer war sauber, hell und angenehm gestaltet. Ein besonderer Vorteil ist das hauseigene italienische Restaurant, wo wir nach einem ereignisreichen Tag ein köstliches Abendessen genießen konnten. Jetzt geht's für uns ins Bett, denn morgen wartet ein weiteres aufregendes Abenteuer auf uns.